Tonaufnahmen brauchst du in Videos ständig, egal ob für Interviews, Social-Media-Videos, Podcasts oder Livestreams. Aber während viele Spaß und Interesse daran haben, ein schönes Bild oder eine coole Story zu entwickeln, wird das Thema Audioaufnahmen und Tonqualität oft eher stiefmütterlich behandelt und gar als notwendiges Übel gesehen. In diesem Video möchte ich dir deshalb ein paar einfache Tipps geben, wie du die Tonqualität radikal verbessern kannst, wenn du ein Interview aufnehmen oder sonst wie Ton aufzeichnen möchtest. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei MindNet, dem Kanal für alle, die mit Videos mehr erreichen wollen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Alexander Lorenz. Ich bin Filmemacher und Gründer der Videoagentur MindNet. Auf unserem Kanal bekommst du regelmäßig Tipps zum Thema Filmproduktion und Videomarketing. Ich habe hier schon des Öfteren über Interviews geredet und das aus gutem Grund. Denn kaum ein anderes Gestaltungsmittel ist so effektiv und vielseitig für die Videoproduktion im Marketing, Recruiting und der internen Kommunikation einsetzbar. Interviews können ganz unterschiedlich gestaltet sein. Wenn du wissen willst, wie die wichtigsten Interviewarten aussehen, schau doch mal ins hier verlinkte Video rein. Doch ganz egal, um welche Interviewart es geht, eines haben sie alle gemeinsam. Wenn man die interviewte Person nicht versteht, kommen die Informationen beim Zuschauer nicht an und das Video ist praktisch wertlos. Und selbst eine schlechte Tonqualität hat negative Folgen, indem sie zu einem unprofessionellen Eindruck führt. Im schlimmsten Fall kann das ein schlechtes Licht auf deine ganze Firma werfen. Damit genau das nicht passiert, habe ich dir für dieses Video unsere 5 Tipps für Audioaufnahmen bei Videodrehs vorbereitet. Um gut vorbereitet zu sein, musst du die richtige Technik dabei haben. Die wichtigsten Fragen, um herauszubekommen, was du brauchst, sind, wie viele Personen gleichzeitig aufgezeichnet werden sollen und wie die Inszenierung aussieht. Bei einer Person in einem statischen oder bewegten Setting ist es meistens gut möglich, eine Funkstrecke mit Ansteckmikrofonen zu verwenden. Alternativ kannst du in so einem Setting auch ein Richtmikrofon außerhalb des Bildes platzieren, wie wir das gerade tun, oder den Ton angeln, also dafür sorgen, dass jemand das Mikrofon immer so nah wie möglich an die sprechende Person heranhält, ohne dabei ins Bild zu kommen. Für einen einfachen Schnitt kannst du den Ton in den meisten Kameras direkt aufnehmen. Wenn du mehr als eine Tonquelle hast, achte darauf, dass jede Tonquelle auf einer separaten Spur aufgenommen wird. So kannst du sie später getrennt voneinander bearbeiten. Wesentlich mehr Kontrolle gibt dir ein externer Rekorder, in dem du auch wesentlich mehr Tonquellen gleichzeitig aufnehmen, pegeln und abhören kannst. Für Livestreams brauchst du auf jeden Fall ein Mischpult. Wenn du jetzt jede Person vor der Kamera mit einer Funkstrecke und einem Ansteckmikrofon, auch Lav-Mic genannt, bzw. einem Headset ausstattest, kannst du die Lautstärke jeder einzelnen Person anpassen, was hilfreich ist, da nicht jeder immer gleich laut spricht. Ein kleiner Tipp dazu: Wenn du Ton auf einem externen Audiorekorder aufnehmen willst, denk daran, in allen Kameras einen Referenzton mit dem internen Mikrofon aufzunehmen. Der wird dir später dabei helfen, die verschiedenen Kamerabilder im Schnitt zu synchronisieren, wenn du dein Interview schneiden möchtest. Du wirst schnell merken, dass das integrierte Kameramikrofon für eine gute Sprachqualität völlig ungeeignet ist. Das liegt an der Bauart und daran, dass die Kamera in der Regel viel zu weit von der Tonquelle entfernt ist. Aber was für Mikrofone gibt es? Technisch gesehen unterscheidet man zwischen dynamischen Mikrofonen und Kondensatormikrofonen. Kondensatormikrofone haben einen besseren und klareren Klang und sind wesentlich empfindlicher. Allerdings ist zu beachten, dass diese sogenannte Phantomspeisung benötigen, also einen Strom, der dem Mikrofon während der Aufnahme zugeführt wird. Das können viele Kameras, die XLR-Anschlüsse haben, viele kleinere oder DSLM-Kameras können das nicht. Bei den meisten Rekordern wiederum ist es auch möglich. Dynamische Mikrofone kommen oft auf Bühnen bei Musikaufnahmen zum Beispiel zum Einsatz. Für ein Interview eignen sich aber Kondensatormikrofone mit ihrer klareren Aufnahmequalität häufig am besten. Ein anderer wichtiger Aspekt bei Mikrofonen ist die Richtcharakteristik. Grob gesagt gibt sie an, aus welchen Richtungen ein Mikrofon Ton aufnehmen kann. Die wichtigsten Arten werden als Kugel, Keule, Acht oder Niere bezeichnet. Bei einer Kugelcharakteristik wird der Ton aus allen Richtungen aufgenommen. Das Gegenteil ist die Keule, die in einem schmalen Bereich aufnimmt. Nierencharakteristiken liegen irgendwo dazwischen, sind also leicht bis stark gerichtet. Dort können dir auch Begriffe wie Hyperniere, Superniere oder breite Niere begegnen. Bei einer Achtercharakteristik hast du eine linke und eine rechte Seite, die in entgegengesetzte Richtungen zeigen und jeweils gleich empfindlich sind. Handmikrofone haben häufig eine Nierencharakteristik.
Zum Angeln von Ton verwendet man Keulen oder Hypernieren und im Segment der Ansteckmikrofone kommen meistens Kugel- oder Nierencharakteristiken zum Einsatz. Kugelmikros solltest du immer möglichst nah an deiner Tonquelle einsetzen, sie sind im Gegenzug am empfindlichsten für Audiofeedback. Für echte Audiofreaks ist die Wahl des richtigen Mikrofons fast eine Glaubensfrage. Gerade bei Gesang- und Sprachaufnahmen können unterschiedliche Mikros einen spürbar anderen Klang erzeugen. Wenn es aber darum geht, Interviews mit 1 oder 2 Personen aufzunehmen, würde ich dir ein gutes Funk-Ansteckmikrofon, ein Nierenmikrofon, das du auch in der Tonangel verwenden kannst, und das entsprechende Zubehör empfehlen. Damit bist du für die meisten Fälle super vorbereitet. Links zu aktuellen Produktempfehlungen findest du in der Videobeschreibung. Dort verlinke ich dir auch noch ein Einsteigermodell für einen Audiorekorder, eine Tonangel, einen Windkorb und noch ein paar spannende Dinge mehr. Störgeräusche können 2 Ursachen haben. In der Umgebung passiert etwas, was von dem Mikrofon aufgefangen wird, oder es entstehen Geräusche durch Effekte direkt im Mikrofon. Das können Windgeräusche sein zum Beispiel oder Interferenzen durch andere elektrische Geräte wie Handys. Die beste Art, Umgebungsgeräusche zu vermeiden, ist es, an einem ruhigen Ort zu drehen. Und was wir dabei häufig unterschätzen: Unser Gehirn ist extrem gut darin, Umgebungsgeräusche auszublenden, wenn wir uns zum Beispiel auf ein Gespräch konzentrieren. Daher kommen uns Orte oft wesentlich ruhiger vor, als sie tatsächlich sind, was bei Audioaufnahmen schon mal überraschen kann. Typische Audioquellen, die man nicht so auf dem Schirm hat, sind dabei zum Beispiel Klimaanlagen oder Kühlschränke. Achte bei solchen Geräten auf jeden Fall darauf, dass du sie entweder ausschaltest, wo es geht, oder dich möglichst weit davon entfernt hältst. Um Windgeräusche zu vermeiden, achte darauf, dass kein starker Wind weht, und verändere notfalls den Aufnahmeort oder benutze Equipment wie einen Windkorb oder Windhauben. Es kann aber natürlich auch sein, dass dir jemand ins Mikrofon reinatmet. Dazu musst du eventuell die Positionierung des Mikrofons verändern. Handys sollten am besten in den Flugmodus gesetzt werden oder ganz ausgeschaltet werden, sowohl was dein eigenes Handy angeht, als auch das Handy deiner Interviewpartner. Um zum einen unpassenden Anrufen aus dem Weg zu gehen und zweitens Interferenzen, also elektromagnetische Störgeräusche, die dieses typische elektrische Knacken und Fiepen erzeugen, zu minimieren. Pegeln ist im Grunde nichts anderes, als die elektrische Verstärkung der Aufnahme an die Lautstärke des aufgenommenen Signals anzupassen. Lautstärke wird in Dezibel angegeben. Allerdings spielen bei der Messung auch sogenannte Filter eine Rolle, die auf unterschiedliche Arten abbilden, wie Menschen hören. Wenn du dich näher damit beschäftigen möchtest, werden dir A, B, C, D und G-Filter begegnen. Aber aus meiner Sicht ist das schon ein Thema für Audioliebhaber. Für die Praxis der digitalen Tonaufzeichnung ist vor allem dBFS, also Dezibel by Full Scale, oder digitaler Vollpegel relevant. dBFS sind immer kleiner oder gleich 0, wobei 0 den maximal möglichen Ausschlag repräsentiert. Du solltest unter allen Umständen vermeiden, dass das Audiosignal klippt, also den darstellbaren Bereich verlässt und theoretisch über 0 hinausgehen würde, was es ja nicht kann. Diese Daten sind unwiederbringlich verloren und können auch in der Nachbearbeitung nicht gerettet werden. Das ist so ähnlich wie ein komplettes Weiß oder ein komplettes Schwarz in einer Videoaufnahme. Wo es keine Informationen gibt, kann man auch keine Informationen herstellen. Ein guter Dynamikbereich für Stimmen ist zwischen -15 dBFS und -10 dBFS. Der maximale Ausschlag oder auch True Peak sollte bei -3 liegen. Wenn du lieber auf Nummer sicher gehen willst, dann kannst du den True Peak auch ohne Probleme unter -6 Dezibel halten. Zu leise Signale können ohne viel Aufwand in der Postproduktion verstärkt werden. Die meisten Audiorekorder oder Kameras mit Tonaufnahmeeinstellungen zeigen den Idealbereich gelb an. Versuch beim Soundcheck die Tonaufnahme so einzustellen, dass deine Sprecher, wenn sie laut reden, nicht in den roten Bereich kommen. All die technischen Themen, die ich dir gerade erzählt habe, müssen natürlich kontrolliert werden. Neben den technischen Anzeigen wie dem Pegelausschlag ist aber die wichtigste Art, eine Tonaufnahme zu kontrollieren, sie zu jedem Zeitpunkt der Aufnahme abzuhören. Egal wie oft du das Setup getestet oder verwendet hast, egal wie viel Vertrauen du in das Setup hast, es gibt immer die Möglichkeit für Audioprobleme, die man nur hört, aber nicht am Pegel sehen kann. Außerdem wirst du plötzlich übersteuernde Ausschläge sofort bemerken und dementsprechend das Audiosignal pegeln, bevor deine ganze Aufnahme davon betroffen und im schlimmsten Fall unbrauchbar wird. Bemerkst du derartige Fehler erst in der Postproduktion, ist es manchmal schon zu spät und ein Interview ist kaum noch zu gebrauchen. Wie du gesehen hast, kannst du durch einfache,
gute Angewohnheiten, ein wenig technisches Know-how und mit dem richtigen Equipment gut verständliche Tonaufnahmen machen. Und auch wenn diese technische Qualität natürlich eine Grundvoraussetzung für ein gelungenes Interview ist, ist es noch lange nicht alles. Deshalb haben wir ein Video veröffentlicht, in dem du erfährst, wie man professionell ein Interview führt, wie man sich inhaltlich und technisch darauf vorbereiten kann und wie du es schaffst, auch aus wenig erfahrenen Interviewpartnern ein super Ergebnis für deine Filmproduktion herauszukitzeln. Schau also gerne mal rein. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei MindMap mit Videos.